Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, bevor wir ins Video starten, schauen wir uns erstmal hier dieses Bild an, was ja so ein bisschen sprichwörtlich für Wacken steht. Eine Menge Schlamm. Vielleicht habt ihr mein letztes Video schon gesehen, da habe ich kurz schon drüber gesprochen. Heute zeige ich euch einmal so ein bisschen, was man kaufen konnte auf dem Wacken Festival. Ich wollte euch eigentlich noch viel mehr zeigen. Leider konnte ich dann am Freitag und Samstag nicht mehr hin. Ich muss gestehen, ich bin gar nicht so unglücklich, dass ich am Samstag nicht mehr hin konnte, weil da war wohl richtig Land unter. Aber trotzdem wäre ich gerne noch einen Tag länger da gewesen, um euch noch mehr zu zeigen. Ich hoffe, ich bekomme noch mal die Chance, das im nächsten Jahr zu machen. Ich war aber eigentlich auf der Pirsch nach Vinyl und wollte gucken, gibt es auf dem Wacken Festival Vinyl zu kaufen? Ja, nein. Was gibt es da so für Stände auf dem Metal Market? Und ja, lohnt sich das da mal zu schauen? Ich spoiler schon mal, ich habe Vinyl gefunden. Ich habe aber nichts gekauft, aber es gab Vinyl. Gucken wir uns am Ende des Videos an. Ich werde jetzt ein bisschen zu den Bildern was erzählen. Deswegen höre ich jetzt auch auf zu reden. Wir machen dieses Bild weg und ich starte. Ja, hier seht ihr den Merchandise-Stand im Infield vor den beiden Hauptbühnen. Da gab es nachher auch das Guns N' Roses T-Shirt. Ich habe es mir leider nicht geholt. Ich bereue es ein bisschen. Es war da immer sehr voll. Ich weiß auch gar nicht, ob es es nachher noch gab. Da seht ihr es, Guns N' Roses Official Merchandise. Ein EMP-Stand gab es da auch. Da war halt der EMP Backstage Club um die Ecke. Ich hatte leider meine Karte nicht mit. Demnach hätte ich da irgendwas machen müssen, um da reinzukommen. Hatte ich dann irgendwie keine Lust zu. Hier nochmal ein paar Impressionen des Matches. Es war wirklich hammerhart, muss ich echt sagen. Also, wer das noch nicht erlebt hat, ist es irgendwie auch ein Erlebnis gewesen. Hier nochmal so ein Blick, der Wackinger Markt oder wie sich das nennt. Ja, so ein bisschen hier die Optik über das Feld. Da war halt hinten dieser Supermarkt oder Space Market, wie das hieß. Da habe ich dann ja auch Moshpit Passion um die Ecke getroffen. Habe ich im letzten Video auch erzählt. Und Grüße gehen hier nochmal raus. Ja, ihr seht, Schlamm über Schlamm und das ist wohl dann am Freitag und Samstag noch schlimmer geworden wegen noch mehr Regen. Es war wirklich heftig. Und ja, hier dann überall standen Skulpturen rum. Das ist dann, glaube ich, jetzt hier vor der Wet Stage da die Richtung gewesen. Sah ganz cool aus. Da war es auch noch nicht so voll. Das war halt noch relativ früh am Tag. Hier die Bundeswehr war auch da. Da gab es halt so ein, wie nennt sich das? Das ist ein Tornado, ich weiß es nicht. So ein Senkrechtstarter. Da hinten hat die Bundeswehr dann auch so ein Rekrutierungscamp sozusagen. Ja, da eine riesig überdachte Sitzfläche. Sehr cool für die Regentage. Da war es wahrscheinlich dann sehr voll. Das ist das Space-Zelt. Ich muss gestehen, ich weiß nicht so richtig, warum das da war. Es war aber ganz cool, weil da gab es einen Geier, den hier nämlich, der eingesetzt wird, um Kadaver zu finden, um Wilderer zu fangen. Fand ich irgendwie eine witzige Sache. Der hat eine Kamera um. Sehr lustig. Und wenn er dann halt einen toten Elefanten findet, dann ja, war das wohl eher ein Wilderer als ein Löwe. Das ist das Shirt, was ich hätte mitnehmen sollen, aber nicht mitgenommen habe. Ich ärgere mich sehr. Das ist das Shirt, was ich mitgenommen habe, wo ich mich sehr freue. Aber das andere hätte ich auch echt gerne gehabt und ärgere mich, dass ich es einfach nicht mitgenommen habe. Dann gab es Aufnäher über Aufnäher. Aber leider auch irgendwie jeder Stand hatte dieselbe Auswahl. Es waren massig an solchen Ständen und alle hatten gefühlt irgendwie das Gleiche. Ihr seht es hier, KISS, ich habe es extra gefilmt. Ich wollte eigentlich was mitnehmen, aber ein Aufnäher 8 Euro, ich glaube mehrere Aufnäher dann 15 irgendwie, wenn man 3 nimmt oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hier Metallplaketten, auch das sehr cool. Ich hätte da echt gerne ein bisschen was mitgenommen. Ich hätte es wahrscheinlich auch am nächsten Tag gemacht. Wie gesagt, leider konnte ich nicht hin. Plaketten, alles mögliche. Hier Manowar, dann Metallica Rückenaufnäher. Auch die waren stellenweise sehr hochpreisig. Also da gab es schon wirklich viele coole Sachen. Dann, ja, hier diese Wasteland Crew, die da unterwegs war, die waren auch wirklich nett. Ich mag ja Mad Max 2 sehr gerne. Und das ist schon beeindruckend, was die da auf die Beine stellen. Und da gab es einen ordentlichen Braten, fand ich auch sehr ansprechend.
Ja, hier Wasteland Area, sehr, sehr nice. Da haben auch Sidecore gespielt. Richtig cool. Da seht ihr die Kostüme, die ja, machen. Besonders der Herr hinten links, sehr beeindruckend. Alles so Richtung Mad Max. Ich liebe Mad Max 2, demnach fand ich das auch sehr cool. Mad Max Fury Road hingegen finde ich eine Katastrophe, aber Mad Max 2, das ist der richtige Mad Max Film. Da oben ein Hubschrauber, da war dann auch ein Typ drauf mit einer Kettensäge. Leider habe ich nicht mehr einfangen können, wie er damit eine Show gemacht hat. Hier diese coolen Motorräder, das war schon wirklich echt nett. Da seht ihr den Hubschrauber nochmal. Wahnsinn, was die da auffahren. Ich frage mich, wo das gelagert wird, wenn die Jungs das da nicht hinstellen. Also das ist wirklich schon heftig. Und ihr seht es halt, es erinnert stark alles an Mad Max. Sehr, sehr cool, sehr nice. Aber der Grund, warum ich ja da war, war ja das Vinyl. Und ja, tatsächlich gab es Müllers Vinylladen oder wie das hieß. Ihr seht es gleich. Und auch hier nochmal ein cooles Fahrzeug. Ja, und da bin ich halt auf die Suche gegangen und habe das dann gefunden. Und es war tatsächlich vom Müller Drogeriemarkt. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, es waren neue Schallplatten. Es war nichts Gebrauchtes zu finden oder irgendwie ja eine richtig tiefgehende Auswahl an Metal-Scheiben. Es waren eher so die Sachen, die man halt überall so bekommt gerade. Und da seht ihr den Laden. Müllers Plattenbörse, so hieß es. War ein kleiner Container. Ich gehe auch gleich noch rein. Sehr, sehr cool, dass es da war, aber das, was mich interessiert hat, hatte ich letztendlich schon. Da seht ihr den Eingang. Das ist das Ding. Da, Müllers Plattenbörse. Und wenn man da reingeht, gab es ein paar Pringles und auch eine Menge Platten. Da waren so ein paar oben angehängt, ausgestellt. Hier gab es CDs in den Kisten. Auch sehr, sehr nett. Und es gab natürlich Vinyl. Da seht ihr schon Type und Negative. Hier oben Nirvana. Dann halt Plattenspieler, so eine günstigen Varianten. Machine Head hatten sie auch da. Unatoned. Master of Puppets. Halt so, ja, das, was man überall gerade zu kaufen kriegt. Die Neupressung. Es war ganz gut sortiert. Viele Bands, die auch gespielt haben, hat man da bekommen. Es wurde dann an dem Tag natürlich Guns N' Roses gespielt, seht ihr gleich. Hier seht ihr so ein bisschen eine Auswahl. Ich habe mal durchgeblättert durch die M-Reihe, weil da natürlich meine Lieblingsband Machine Head, Metallica, all sowas gab es da. Plattenspieler, wo halt Platten abgespielt wurden, unter anderem Guns N' Roses. Da seht ihr es, da läuft sie gerade. Hat ein bisschen Stimmung gemacht da in dem Laden. Da lag gerade eine In Flames, Evanescence und all sowas. Ja, also es gab Vinyl auf dem Wacken Festival, leider nicht so, wie ich erhofft habe. Schade, hier seht ihr nochmal Iron Maiden, nochmal ein Plattenspieler. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr in der Richtung gewünscht und nicht so viele Aufnäherstände, die alle gleich sind. Ja, ein bisschen ernüchternd, aber trotzdem eine Menge zu kriegen. Es war auf jeden Fall sehr cool. Ich hätte euch, wie gesagt, noch gerne mehr gezeigt. Hier nochmal ein Bild von der Bühne, als Guns N' Roses gespielt hat. Eine Menge Publikum natürlich da. Und ja, dann sind wir auch fast am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt ein bisschen einen Eindruck bekommen, was es da so gibt. Und nächstes Jahr hoffe ich, vielleicht euch ein bisschen mehr zeigen zu können. Hier nochmal ein bisschen die Optik im Dunkeln. Und ja, lasst einen Kommentar da, ein Abo, einen Daumen nach oben. Keep on rockin'. Tschüss. Bis zum nächsten Video.